Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fleury. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach ein leckeres Pesto-Brot zubereitet. Das schmeckt unheimlich lecker als Beilage zu Salaten, zum Grillen. Es ist ganz einfach gemacht. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Zuerst bereite ich meinen Hefeteig zu. Der besteht aus wenigen Zutaten. Ich wiege die Mengen jetzt direkt mit meiner Küchenmaschine ab. Und zwar benötigt ihr Mehl. Ich mische heute Weizen- und Dinkelmehl. Dazu gebe ich Salz. Brösel dazu etwas frische Hefe. Die Hefe brösel ich einfach dazu und gebe noch Flüssigkeit dazu. Ich habe hier lauwarmes Wasser. Alle Zutaten verknete ich zu einem elastischen Teig. Mein Teig ist jetzt fertig geknetet. Der sollte am Ende schön elastisch sein, nicht zu trocken. Die Schüssel decke ich ab. Zugedeckt lasse ich meinen Teig nun für mindestens 1 Stunde, besser noch 2 Stunden aufgehen, bis er die doppelte Menge hat. Ich bereite das Basilikumpesto zu und verwende dafür Walnüsse. Ihr könnt auch Mandeln nehmen oder Pinienkerne. Salz kommt dazu, schwarzer Pfeffer, Basilikum. Da zupfe ich jetzt die Blättchen ab. Als Variante zum Basilikumpesto könnt ihr das Pesto-Rezept auch mit Babyspinat zubereiten oder mit Kohl im Winter. Und wenn es noch schneller gehen soll, dann könnt ihr das Pesto-Brot mit fertigem Pesto füllen. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht, denn es geht so schnell. Das Ganze zerkleinere ich und gieße dann nach und nach das Olivenöl dazu. Das ist super schnell gegangen, fertig ist aromatisches Basilikumpesto. Mein Teig konnte jetzt gut aufgehen, den rolle ich auf der bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck aus. Das Basilikumpesto gebe ich auf den Teig, verstreiche es auf dem Teig. So rolle ich den Teig auf. Und gebe das Brot so auf mein Backblech. Das Brot bestreiche ich vor dem Backen mit wenig Wasser. So backe ich das Pesto-Brot im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf der mittleren Schiene für ca. 25 bis 30 Minuten. Bei uns duftet es jetzt herrlich vom frisch gebackenen Pesto-Brot. Es ist so lecker und knusprig, probiert das Rezept unbedingt einmal aus. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.mrsfleury.com. Ich habe euch das Rezept verlinkt unten in der Infobox. Das Pesto-Brot habe ich mit meiner Kenwood Küchenmaschine zubereitet. Jetzt im Mai habe ich dafür einen Code. Mit dem Code FLEURY2021 bekommt ihr zusätzlich zu eurer Kenwood Cooking Chef gratis dazu den praktischen Food Processor Aufsatz. Den verwende ich für ganz viele Rezepte, sowie für heute das Pesto, für Nussmus, für Nice Cream. Auf den könnt ihr nicht verzichten. Alle Infos dazu habe ich euch verlinkt unten in der Infobox. Wenn ihr keine weiteren Rezepte verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, so verpasst ihr kein neues Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fleury.